Hallo, du willst improvisieren? Also Stücke erfinden, dich einfach hinsetzen und losspielen? Dafür gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Ich bin Johanna, Klaviercoach von Accademia Umbrelli. Und ich zeige dir heute, wie du mit wenigen Tönen so etwas spielen kannst. Das Einzige, was du schon beherrschen solltest, wäre das Pedal. Dazu mache ich auch noch ein weiteres Video, denn es gibt zwei Arten, das Pedal zu treten. Das eine machen wir meist automatisch und das andere, das wir häufiger brauchen, müssen wir erst etwas erlernen. Also du beherrschst das Pedal, dann lass uns loslegen. In der linken Hand nimmst du einfach eine Quint. Quint bedeutet, jeder Finger bekommt eine Taste und dann spielst du die Außenfinger. Wir sagen noch Finger 1 und 5 dazu, denn der Fingersatz beim Klavier ist ja 1, 2, 3, 4, 5. Spiele diese beiden Tasten. Als Vorübung kannst du sie ein paar Mal verschieben. Und wenn du willst, kannst du nun schon die erste einfache Improvisation beginnen. Die andere Hand spielt einfach 2 weiße Tasten. Und bitte, hab keine Scheu, wenn es eigenartig klingt. Denn Improvisieren ist wie Malen lernen. Beim Malen haben wir einfach einen Stift genommen und losgekritzelt. Uns ist klar, dass ein Einjähriger anders malt als ein Fünfjähriger, wieder andersrum als ein 15-Jähriger. Und ein Künstler malt nochmal anders. Also lass dich drauf ein, nimm den Stift, kritzel los und beobachte, ob es dir gefällt oder nicht. Und so wirst du mit der Zeit hören, was harmonisch, also schön zusammenklingt und wo sich Reibungen ergeben. Doch das ist sehr interessant. Es gibt Musik, die besteht aus vielen Reibungen und es gibt Musik, die besteht fast nur aus Harmonie. Normalerweise ist es eine Mischung daraus. Es ist die Spannung, die sich wieder auflöst. Zurück zu meinem Vorschlag. Du spielst links die Quint und rechts einfach 2 Töne. Probier damit gerne herum. Der nächste Schritt, den ich dir vorschlage, ist, in der linken Hand die Quint einfach zu verschieben. Probiere irgendwelche aus. Ein Hinweis noch, wenn du diese hier nimmst, also auf dem H, die Quint, das ist keine wirkliche Quint, dieser Abstand heißt Tritonus. Warum das so ist, erkläre ich wieder in einem anderen Video. Das klingt nicht so rein und ich würde dich bitten, diesen auszulassen. Hör mal. Lasse diesen bitte weg. Ansonsten kann das schon so klingen. Wenn dir das bereits Spaß macht, bitte pausiere das Video und spiele, spiele, spiele. Nun
Damit es so klingt wie bei mir zu Beginn, brauchen wir noch 2 Dinge. Das eine ist, ich spiele die Quint nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Also und in der rechten Hand spiele ich nicht einfach 2 Töne, sondern so viele, wie ich möchte. Ich bleibe übrigens ausschließlich bei den weißen Tasten zu Beginn. Nun haben wir oft in der Musik ganz bestimmte Begleitmuster. Dies ist ganz extrem in der Popularmusik, die natürlich ein riesiges Spektrum hat, doch es gibt ein paar Begleitmuster, die du schon oft gehört hast. Ich spiele es dir mal vor und hör mal, ob es dir bekannt vorkommt. Dazu gibt es sogar viele Videos auf YouTube mit 4 Akkorden, 100 Popularlieder zu spielen. Es wird dir bekannt vorkommen. Übrigens, all diese Lieder, die ich dir vorspiele, habe ich nun frei erfunden. Falls du Ähnlichkeiten heraushörst, kann es daran liegen, dass ich Muster verwende, die in vielen Liedern benutzt wurden. Falls etwas sogar wie aus einem Lied klingt, so tut es mir leid, denn wenn ich nur so wenig Taste benutze, ist die Chance sehr groß, dass das schon mal irgendwo in dieser Art oder ähnlich vorgekommen ist. Hast du es erkannt? Ich möchte dir nun mehrere Muster verraten. Dafür siehst du ein Foto, das ich oben einblende. Es sind die häufigsten Begleitmuster und damit kannst du direkt loslegen. Für alle anderen zeige ich die Anfangstasten mit bunten Chips. Die am häufigsten verwendete Formel ist folgende. A für A-Moll, F für F-Dur, C für C-Dur und G für G-Dur. Natürlich kannst du nun nicht jedes Lied mitspielen, da die Lieder in verschiedenen Tonarten sind. Dieses Muster habe ich eben gespielt. Ich zeige dir heute noch 2 weitere Muster. Und zum Schluss werde ich mit genau diesen 3 Mustern für dich noch einmal etwas improvisieren und hoffe, dass du zu Hause die Lust hast, genauso Songs zu erfinden. Das zweite Muster beginnt mit C, C-Dur, E für E-Moll, F für F-Dur, G für G-Dur. Was machst du nun mit diesen Zahlen? Du beginnst jeweils bei der Taste, spielst diese Quint. Dann beginnst du bei der 2. Nun die 3. Nun die 4. Und das wiederholst du immer weiter, immer weiter. Übrigens, diese Quinten, die wir verschieben, das ist etwas, was in der klassischen Musik, also in der früheren Musik, vor Jahrhunderten als hässlich empfunden wurde. Weshalb es viele andere Möglichkeiten gibt, diese Akkorde zu spielen, doch dafür brauchen wir Umkehrungen. Das dritte Muster ist folgendes. C für C-Dur, A für A-Moll, F für F-Dur, G für G-Dur. Wenn du dich fragst, warum ich mal Dur sage und mal Moll, gibt es hierzu ein weiteres Erklärvideo. Das sind die 3 Hauptmuster und nun spiele ich dir mit den Mustern ein paar Lieder vor. Das dritte Muster.
zweite Muster. Und nun nochmal mit dem zweiten Muster eine ganz einfache Improvisation, wie du sie sofort machen kannst und einfach in Klängen baden kannst.